Nachdem wir ja jetzt gerade uns um Grahams Number gekümmert haben und das ja auch so leichte Vibes Richtung Infinity Hotel hatte, haben wir hier jetzt ein schönes Video von dem gleichen Channel, der das Infinity Hotel Paradox Video gemacht hat. Aber es geht hier hoffentlich weniger um Mathematik, sondern einfach um was leichter Verdauliches. Das Video trägt den schönen Namen The Wild Sex Lives of Marine Creatures. Ich bin sehr gespannt. Ist der Standardtext, also der Opening-Text ist schon super. Als erstes X muss ich sagen, natürlich sind Marine Sea Creatures leichter verdaulich. Ja, auf jeden Fall. Also, ne, halt so einen kleinen Shrimp essen im Vergleich zu Graham, da hast du nicht so viel dran zu knabbern. A June full moon is glowing upon this reef in the middle of the Pacific Ocean. Beneath the surface, 17,000 camouflage groupers dart about in the cloudy water. What you're witnessing is, in fact, an underwater orgy turned feeding frenzy. The water is hazy because groupers are ejecting sperm and eggs in dense clouds. Ew. This spawning behavior happens during full and new moons. Okay, um das Thema gleich richtig weird zu machen. Hier, stell dir mal vor, Vögel würden das quasi genauso machen und das wäre der Ursprung von Nebel. Io, Oh, ja. io, io. Naja, letztendlich Pollen sind ja auch nicht viel anders. Ja, aber nicht in so großen, also die hast du halt, die ziehen halt nicht in so großen sichtbaren Wolken durch die Gegend, weißt du? Die Das Menge stimmt. macht's. Ja. Weißt du, hier und da mal so ein bisschen Baumsperma einatmen, da kann ich mit leben, aber halt bitte nicht die volle Ladung. Ja. Ob du dann noch im Leuchtturm leben willst, zur Nebelabwehr? Ob ich doch noch wo leben will? Im Leuchtturm. Jo, nee, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht hat Smono auch einfach nur einen ganz weirden Kink. Aber kein Kink-Shaming hier. Wir gucken mal. When strong tidal currents carry the fertilized eggs away from corals and other voracious predators on the reef. An orgy might seem like a rather flamboyant way to breed, but sex in the sea is a surprisingly inventive affair. In fact, most of those voracious corals use male and female sex organs at the same time. Corals also have mass spawning episodes, but they release buoyant bundles of eggs and sperm all at once. This happens around half moons when weaker tides calm the water's surface, creating the perfect conditions for their sex cells to couple up. During these events, there can be hundreds of coral eggs and more than 1 billion sperm floating in every liter of surface seawater, where they create a sticky slip. But corals are far from the only animals in the sea that can express two sexes. Nearby, a humphead wrasse is undergoing a remarkable transformation. These fish breed in groups where one male fertilizes several females. And, likely because there aren't many dominant males around, the largest female is becoming one. Unlike corals, humphead wrasse can switch sexes, but they only exhibit one sex at a time. The wrasse changes colors, loses her eyeline, and grows dramatically. Das gab's doch. Wo war denn das noch? Das konnten. Diese Transformationsszene oder was meinst du? Nee, das waren irgendwelche Nicht-Sea-Creatures auf jeden Fall, wo die, also halt entweder die Männchen zu Weibchen oder die Weibchen zu Männchen werden konnten. Irgendwelche Tiere konnten das noch. Das können noch mehr Tiere auf jeden Fall. Und Schnecken können beides gleichzeitig. Ja, das Schnecken beides gleichzeitig, das war mir klar. Das war auch gerade so mein erster Gedanke, aber das war irgendwie nicht das, worauf ich hinaus wollte. Aber keine Ahnung, vielleicht fällt es mir noch ein, aber wahrscheinlich nicht. Soon, metamorphosis is complete, and he can fertilize the female's eggs, ensuring that procreation persists. Interestingly, this blue streak cleaner wrasse that's grooming the humphead was also once a female.
But unlike the humphead, he can change sex again should he become single. About 7,000 kilometers away in the shallows of eastern Australia, this male morning cuttlefish boasts a much sneakier mating strategy. A female cuttlefish has garnered his attention, but she's also attracted another male. Competing directly with this rival would be a demanding ordeal, so the cuttlefish opts for trickery instead. Positioning himself between the female and his rival, on one side he displays a mottled skin pattern resembling that of a female to appease the competitor. On the other, he flashes a shimmering courtship display at the female and covertly passes her parcels of sperm. This duplicity... Moment, das ist falsch auf so vielen Ebenen. Oh. Aber das ist auch, also ist schön zu sehen, dass es auch bei den Cuttlefish Traps gibt. Ist auch ein schönes Beispiel für ein Man-in-the-Middle-Attack. Ja, ich hätte mich ein klein bisschen gefreut, wenn sie es jetzt nicht nur gezeichnet hätten, sondern tatsächlich so pseudodoku-mäßig zumindest so eine Aufnahme von den Viechern mit drin wäre, wie es das gerade macht, aber es ist wahrscheinlich schwer zu kriegen. Strategy allows the male to reproduce without putting up a fight. These sexual escapades are just a sampling of what goes on beneath the waves. The striking diversity of sex in the sea is partially enabled by water's unique physical properties. Ich hatte gerade einen sehr kurzen Moment, wo ich dachte, was zum Fick ist das für ein Tier, bis ich festgestellt habe, es soll einfach Wasser, also H2O sein. Ja. Das hat einen Augenblick gedauert. Its stable temperature and high density help preserve and disperse reproductive cells. Unless land organisms return to the water to reproduce or have specially adapted sex cells, their options are limited. For many terrestrial animals, reproduction is usually... Okay. Hauptsache der Meme-Fuchs ist da mit drin. Oh, wie gut. Weird sex Praktiken, not even once. only possible internally, with organs that resemble the moist ocean environment. This restriction may cause us to see only one facet of sex, but a brief tour of marine life shows us just how diverse sex really is. It does not always involve strictly female and male individuals with differently sized sex cells that fuse internally. Many algae, for example, have sex cells that are indistinguishable in size. Some animals are both male and female, while others change sex. A large proportion of organisms don't need to touch each other to reproduce. Ich bin froh, dass zumindest eine Seegurke hier einen Auftritt hat. Und der Seestern mit dem Appenbein, aus dem ein neuer Seestern wächst. Gott, den hatte ich gar nicht gesehen. Ich war von den stacheligen Hoden im Hintergrund abgelenkt. And thousands of animals, from blue streak cleaner wrasse to Humboldt squid, participate in same-sex sexual behavior. So, peeking beneath the ocean's covers doesn't just provide a spectacle. It also gives us a more complete appreciation of sex in all its fascinating forms. For all we do know about the sex lives of marine creatures, we still can't figure out how one slippery fish in particular reproduces: the eel. Explore the ancient mystery with this video. Ich bin ein bisschen versucht. Verdammte Aale, Alter. Stimmt mit den Dingern nicht. Mein Fliesenboot ist voller Aale. Ich muss raus.